Wir sind jetzt vor der belizianischen Grenze, fahren jetzt nach Mexiko rüber mit einem Taxi. Wir haben eine Höllenreise hinter uns seit gestern Morgen. Wir sind aus Belize losgefahren mit dem Bus, haben gerade so noch den Bus bekommen mit mehr Glück als Verstand. Sind dann dreimal umgestiegen und, weiß ich nicht, 8 Stunden im Bus geblieben, bis wir dann an der Grenzstadt Corozal angekommen sind, wo uns dann gesagt worden ist, dass da keine Busse mehr zur Grenze heute fahren. Um 6 Uhr abends ist bei denen schon Mitternacht. Lange Rede, kurzer Sinn, wir mussten uns ein extrem teures Taxi nehmen, was aber glücklicherweise zuverlässig war, nicht so wie die allen anderen. Wir mussten nicht in irgendeinen dodgy Bus einsteigen, haben dann $50 bezahlt, US-Dollar, um über die Grenze gefahren zu werden, um dann an der Grenze gesagt bekommen, ja, eure Visas sind ausgelaufen und ihr dürft jetzt nicht mehr nach Mexiko einreisen. Ja, lange Rede, gar keinen Sinn. Die haben uns dann doch nach Mexiko reingelassen mit 45 Tagen. Wir mussten noch mal fast 2000 Pesos bezahlen, um überhaupt das Land zu betreten. Andererseits hätten wir auch nicht wieder zurück nach Belize gekonnt, weil da unsere Visas abgelaufen sind. Das heißt, wir wären theoretisch gestern Abend fast an der Grenze gestrandet. Nach dem ganzen Trouble hat der Taxifahrer uns auf der anderen Seite von der Grenze nochmal aufgegabelt, hat uns nach Chetumal gefahren, in die mexikanische Grenzstadt. Dort haben wir dann ungefähr eine Stunde mit dem Taxifahrer gedealt und sind durch die Stadt gefahren, um unser Airbnb zu finden. Hat natürlich nicht funktioniert. Weil die Mexikaner es irgendwie nicht auf die Kette kriegen, bei Airbnb die richtige Adresse zu hinterlegen und stattdessen halt als Nachricht irgendwie per Google Maps. Das ist einfach scheiße. Ja, jetzt sitzen wir wieder 6 Stunden im Bus, sind von Chetumal nach Playa del Carmen gefahren im Bus und sind jetzt angekommen und haben noch eine halbe Stunde Marsch vor uns bis zu unserem nächsten Airbnb. Heute wird Eis gebadet. Haben uns Eis besorgt. Chiara lässt schon die Badewanne voll. Dann wird hardcore gegen die Hitze gekämpft. Eisbaden, Eisbaden. Ach ja, ich möchte nur sagen, ich bin froh, bald aus Mexiko raus zu sein. Bin durch mit dem Land. Es ist schön hier, aber Reicht dann auch nach 4 Monaten, ne? Reicht. Ich habe genug von Durchfall. Ich habe genug von allem hier. Traurigerweise sind wir zu dem Entschluss gekommen, oder zu der Erkenntnis besser gesagt, dass jedes Land schön ist, solange man danach wieder nach Hause nach Deutschland kommen kann. In ein gepflegtes Apartment mit einer geregelten Müllabfuhr, mit eigenen 4 Wänden, mit einer Dusche mit Wasserdruck, einer Toilette, wo man Klopapier runterspülen kann, Essen ohne Durchfall zu kriegen. Oder auf einmal das Doppelte bezahlen zu müssen. Oder das Doppelte dafür bezahlen zu müssen, andauernd irgendwelche Drinks trinken, um seinen Elektrolytenhaushalt aufzufüllen, weil man konstant schwitzt. Nach, warum auch immer, 7 Monaten man die Schnauze einfach voll hat von gutem Wetter. Ich wünsche mir eine richtig schöne, regnerische deutsche Nacht mit 8 Grad und vielleicht ein bisschen Graupelschauer. Was auch schön wäre, sind mal wieder graue Wolken, 16 Grad, keine Mücken. Mücken gehen mir auf die Nüsse, Ameisen ist ein ganz anderes Business hier. Meine Beine, ich glaube, die Narben werde ich für immer mit mir tragen. Die sehen aus. Aber jetzt nach ein paar Monaten, ich habe es geschafft, nicht mehr so oft zu kratzen.
Naja, und jetzt genießen wir heute nochmal den Strand, gehen ein bisschen schwimmen. Papa Shrimp hat gekocht. Giving the goods. Giving the goods. Guten Hatten einen guten Tag. Ja, das hatten wir. Guten Appetit. Ja. Hallo. Chiara und ich sind ein bisschen betrunken und dann haben wir diesen hübschen Kerl kennengelernt. Guck mal hier. Oh ja. Ein kleiner Eisbär. Ja. Straßenhunde sind unser Ding irgendwie. Jetzt Ja. Katzen in Mexiko. Wir haben Aaron getroffen. Aaron rettet Katzen in Mexiko. Aaron, ja. Das kleine Kätzchen hat eine Eiinfektion. Augeninfektion, kein Ei. Ach so. Ah, ja. I don't think I was in. So Maybe it was. I think. Yeah. Do you think that was in? Yeah, she's Okay. rubbing. Okay, let's get this one here also. This eye? Yeah, that's the one. Oh, I think that was, Wait. Yeah, thank you. And then this one. Okay, we have to do that again in 8 hours. So Ja. I'll see you guys in 8 hours. A video call. Das ist die Mama, die wurde sterilisiert. Hi, Mama. That I better. When I had them in the bathroom, it likes wrestling the most. Ja, okay. So, jetzt sind wir aus unserem Airbnb in Playa del Carmen ausgezogen und sind auf dem Weg zum Bus. Der Bus wird uns hoffentlich gut nach Cancun bringen. Da verbringen wir dann noch eine Nacht. Und dann wird Richtung Neuseeland geflogen. So, verbringen den letzten Abend in Mexiko, besser gesagt in Zentralamerika. Gehen nochmal essen. Danke an die Lilly. Shoutout hier. So, jetzt haben wir 4 Uhr morgens, kurz nach 4. Es geht los, die wilde Reise. Jetzt steigen wir in den Bus, fahren zum Flughafen und hoffen, dass alles mit unseren Visas klappt. Und dann ist die nächste Station erstmal für uns New York. Aufregend.